Mein Name ist Stefan Roll, ich bin Bereichsleiter Infrastruktur bei den Leipziger Verkehrsbetrieben und wir verantworten als Infrastruktur alles, was sich nicht bewegt und für den Straßenbahnbetrieb notwendig ist, sowie die Gleise, Fahrleitungen, Stromversorgung, Energiemanagement. Die Leipziger Verkehrsbetriebe LVB sind der Verkehrsbetreiber in Leipzig für Straßenbahnen und Busse und Mikromobilität, also auch E-Scooter, Bikesharing oder On-Demand-Verkehre. Und in diesem Sinne sind wir mit 2500 Mitarbeitern täglich unterwegs, um die Mobilität in Leipzig zu sichern und damit den Bürgern und Touristen ein angenehmes Leipzig zu präsentieren. Die Kurvenschmieranlagen bedeuten für uns, dass wir mit diesen Geräuschemissionen vermeiden und damit natürlich für die Anwohner, Bürger wesentlich erträglicher den Straßenbahnbetrieb gestalten können. Und insofern haben wir schon 37 Kurvenschmieranlagen im Netz installiert, die aber aufgrund der Bauart in kein digitales System eingebunden sind und damit in regelmäßigen Zyklen für die Instandhaltung, Wartung und auch Nachfüll von Schmiermittel besucht werden müssen von unseren Instandhaltungskollegen. Zusammen mit Goldschmidt als Leipziger Unternehmen und damit natürlich der räumlichen Nähe haben wir uns dem Thema Kurvenschmieranlagen angenommen und haben die Problemstellungen, die wir aktuell haben, angefangen von der Einbindung in unser digitales Asset-Management-System über die Stromversorgungsthemen, die uns dort immer bewegen, umgesetzt, was dazu geführt hat, dass wir mit unseren Anforderungen sehr dicht an Goldschmidt dran waren und die Entwickler bei Goldschmidt sehr dicht an uns dran waren und wir in engen Abstimmungszyklen dann eine Anlage entwickelt haben, die wir gemeinsam umgesetzt haben. Das ist zunächst eine solarbetriebene Anlage gewesen, die dann aber auch noch auf eine 230 Volt Stromversorgung umgesetzt wurde, was wir im Netz besser einsetzen können. Und über die Anbindung in das digitale DARI-System von Goldschmidt konnten wir eine Schnittstelle schaffen in unser Asset-Management-System, sodass wir grundsätzlich Fehlermeldungen, Bedarfsmeldungen oder Störungen in unserem Asset-Management-System empfangen. Dieses dann für tiefgreifendere Analysen im DARI der Goldschmidt entsprechend nachschlagen können, gegebenenfalls auch dort schon kleinere Wartungen ausführen, die in irgendeiner Art und Weise per Fernbedienung funktionieren und damit unsere Einsätze konzipieren. Über die Anbindung an unser Asset-Management-System, welches über die DARI-Schnittstelle der Goldschmidt funktioniert, können wir in Echtzeit Störungsdaten, Fehlermeldungen und Vorkommnisse der Anlagen übermittelt bekommen. Das ist dann abgeschichtet in unserem Asset-Management-System auf die Fehlermeldungen und für tiefergreifende Nachfragen können wir ins DARI uns einwählen und daraus dann entsprechende Schalthandlungen auch vornehmen, beziehungsweise auch in diesem Zuge die Anlage wieder zurücksetzen, ohne dass Menschen aus unserer Instandhaltungstruppe tatsächlich vor Ort sein müssen. Und damit optimieren wir die Wartungszyklen dann bedarfsgerecht und können unsere Asset-Management-Kosten bzw. Maintenance-Kosten optimieren und weiter verbessern. Die Zusammenarbeit war von meinem Team sehr gelobt. Das ist sehr auf unsere Bedürfnisse eingegangen. Es wurde gut zugehört, was der Bedarfsträger, wir als Leipziger Verkehrsbetriebe dort formulieren und dann gemeinsam an Lösungen gearbeitet. Auch wenn es mal nicht weiterging, war das dann der Punkt, dass wir gemeinsam diskutiert haben, wie wir in den Fällen, wo es dann keinen weiteren Lösungsweg gibt, dann in den Anforderungen oder aber auch in den Lösungen andere Wege finden. Und insofern war das eine sehr partnerschaftliche und innovative Zusammenarbeit.